Woran merke ich eigentlich, ob und wann ich maskiere, also meine neurodivergenten Eigenschaften unterdrücke und mich extrem im Außen anpasse? Diese Frage habe ich mir die letzten Monate ziemlich häufig gestellt und ein paar Antworten für mich gefunden, die ich gerne teilen möchte. Aber meine Erfahrung alleine ist zu einseitig, finde ich. Und darum habe ich auch in meiner lieben YouTube-Community nachgefragt, wie sie bei sich ADHS oder Autismus-Masking oder beides bemerken. Und das hat eine Liste mit 11 möglichen Anzeichen für Masking gegeben. Spoiler vorweg, unser Körper sagt uns sehr viel. Sehr, sehr viel. Und wie immer, das hier ist natürlich nicht als Diagnosetool gedacht, sondern einfach zur Selbstreflexion. Denn eine gewisse Anpassung im Leben gibt es immer und Masking-Ähnliches kann auch bei Trauma, sozialen Ängsten oder Depressionen vorkommen. Und das Schöne ist, dass bei uns bunten Brains auch alles zusammenkommen kann. Fun! Okay, los geht's. Du fühlst dich körperlich angespannt oft, hast Stellen, die total verkrampft sind, wenn du auf Leute zugehen musst oder Leute mit dir in Interaktion treten. Ich persönlich merke das vor allem immer in meinem Nacken und auch Kiefer, auch weil ich oft versuche, eine normale Haltung einzunehmen und irgendwie ein normales Gesicht zu machen und mich irgendwie ständig beobachte, was sage ich und was sage ich wann und wie sage ich's. Habe ich jetzt das Falsche gesagt? Und eine Person hat auch geschrieben, dass sie ganz angespannte Gesichtsmuskeln habe und auch inzwischen Probleme habe mit Lächeln. Und auch das fühle ich wirklich sehr. Ich habe immer sehr oft sehr angestrengt gelächelt und das habe ich jetzt immer mehr abgelegt und merke es umso mehr, wenn es wieder passiert. Anzeichen Nummer 2. Du hast nach den Interaktionen mit anderen oft körperliche Erschöpfungszustände, Kopfschmerzen, Fatigue und zwar so, dass es gefühlt in keinem Verhältnis zur eigentlichen Situation steht. Bei mir zeigt sich das auch sehr gerne mal mit migräneartigen Anfällen, weil man ja auch so oft die eigenen sensorischen Bedürfnisse wegdrückt, um irgendwo dabei zu sein oder auch um nicht als schwierig zu gelten. Bei mir kam das so oft vor nach Networking-Events, bei denen es ohne Masking fast nicht ging, da dabei zu sein. Und da bin und war ich tagelang total kaputt. Und ich bin jetzt sicher, dass das am Masking lag, denn seit ich in einem Retreat war mit bunten Brains, weiß ich, dass es auch anders geht. Ich war ehrlich gesagt noch nie so extrovertiert wie da und hatte auch immer Energie über für anderes. Auch weil Rückzug zwischendurch nicht als unsozial angeschaut wurde. Anzeichen Nummer 3. Du merkst, dass dein Selbstwert häufig total im Keller ist irgendwie. Im und nach Austausch mit anderen. Weil du vielleicht Dinge sagst oder tust, die dir eigentlich widersprechen. Oder eben Dinge nicht sagst und du auch deine Persönlichkeit so gar nicht richtig zeigen kannst und dich oft ja dann auch nicht richtig einbringen kannst. Und vielleicht, wenn du so bist wie ich, führst du im Nachhinein auch immer so ganz krasse Analysen durch, was du vielleicht Falsches gesagt hast, was du nicht hättest sagen sollen und warum du nichts gesagt hast und so weiter. Anzeichen Nummer 4. Du hast häufig Shutdowns nach einem Arbeitstag. Dein Kopf ist nur noch leer und du kannst nur noch die Wand anstarren und schon gar nichts machen, was du eigentlich gerne tun würdest. Ich konnte ganz lange nach Feierabend eigentlich nichts mehr tun und nicht nur, weil es zeitweise einfach stressig war, sondern weil das ganze Soziale mich einfach unbewusst komplett zerstört hat. Leider habe ich da oft zum Alkohol gegriffen, um noch Zeit mit Leuten verbringen zu können, die mir ja was bedeuten. Darum Anzeichen Nummer 5. Du brauchst häufig Alkohol für soziale Interaktionen, auch wenn du eigentlich gar keinen Bock hast auf Trinken oder betrunken sein, weil du sonst die Zeit nicht irgendwie durchhalten würdest. Als ich aufgehört habe zu trinken, habe ich erst gemerkt, wie wichtig meine angetrunkene Maske war. Und eigentlich ja schräg, denn man sagt ja, dass Alkohol den wahren Charakter verstärkt und so, aber wenn man vielleicht schon so lange maskiert, dann verstärkt es einfach das. Oder eben man nimmt einfach diese angetrunkene Rolle als die soziale, lustige Maske, also ich zumindest. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht lustig wäre im normalen Leben, also ja, ihr wisst schon. Anzeichen Nummer 6. Du lachst häufig über Dinge, die du nicht lustig findest und oder du einfach siehst, dass andere das lustig finden und du dich jetzt irgendwie gezwungen fühlst, das auch zu tun. Und du hältst dich auch unter Freundinnen vielleicht oft mit deiner Meinung zurück, teilst nicht, was dir wichtig ist oder hältst deine Special Interests geheim. Auch häufig, das habe ich gelesen und gehört und ich glaube, das auch von mir selbst schon erlebt, ist, dass man
zuerst einfach die Interessen aller anderen übernimmt und dann quasi auch wirklich fast selbst schon daran glaubt, dass man das eigentlich total cool findet, auch wenn es einen überhaupt nicht interessiert, wenn man ganz ehrlich ist zu sich selbst in einem ruhigen Moment. Ein Beispiel bei mir, ich habe ganz lange nie jemandem erzählt, dass ich eigentlich total MBTI-Freak bin und in einer Community drin bin, ja, ich weiß, es ist unwissenschaftlich, aber trotzdem, ich liebe Persönlichkeitstests und so. Jetzt wissen es alle. Anzeichen Nummer 7. Du nimmst automatisch die Stimmlage oder den Dialekt oder Akzent oder alles von deinem Gegenüber an. Vielleicht auch die Mimik und Gestik, sodass es mehr als einfach nur normales Spiegeln ist des Gegenübers. Es ist, als ob du die Rolle deines Gegenübers spielen würdest für ein Theaterstück. Aber du merkst es natürlich nicht bewusst. Vielleicht merkst du es im Nachhinein, aber in diesem Moment ist es mehr so ein Automatismus. Und es ist oft so, dass dir das vielleicht einfach auch von außen gespiegelt wird. Als ich zu Hause wohnte noch, vor langer, langer Zeit, konnte meine Mama zum Beispiel immer erraten, mit wem ich gerade telefonierte, weil ich exakt wie die andere Person klang. Und ich bemerke das inzwischen auch heute noch bei mir, versuche das dann aber bewusst in diesem Moment zu ändern und wieder zu mir zu finden. Nummer 8. Damit verwandt, du hattest oder hast nach wie vor in deinem Leben ganz sorgfältig entwickelte Rollen für jeden sozialen Kreis und oder einzelne Personen. Und zwar nicht, weil du manipulativ sein willst, sondern weil du einfach dachtest, das sei das, was jede oder jeder tut, sich einfach komplett anpassen und verstellen. Anzeichen Nummer 9. Du bist total anders, wenn du alleine bist oder etwas alleine unternimmst. Du bewegst dich vielleicht anders, du benimmst dich anders, als wenn du mit anderen bist. Du stimmst vielleicht auch und es fühlt sich mega gut an. Und das ist auch ein Zeichen, dass du alleine schon recht gut entmaskieren kannst, was auch nicht alle können. Und es ist auch ein bisschen ein Richtwert dafür, in welche Richtung das Unmasken bei dir gehen könnte. Aber es ist tatsächlich so, dass Masking auch bei sich alleine passieren kann, weil es eben sich so in unsere Persönlichkeit eingeschliffen hat. Ein großes Beispiel ist, wie gesagt, das Stimming, dass ich zum Beispiel auch vergesse, dass mir das gut tut und langsam aber sicher habe ich ein bisschen angefangen, das bewusst einzuführen. Nummer 10. Du hattest immer wieder Momente in deinem Leben, in denen du dich gefragt hast, wer bin ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Interessen? Und welche Interessen du von anderen übernommen hast. Wie gesagt, letztes Anzeichen für heute, Nummer 11. Du beobachtest dich extrem selbst, zum Beispiel in Sitzungen, in Treffen mit anderen. Du kontrollierst deine Haltung, du unterdrückst das starke Bedürfnis vielleicht nach Bewegung, du kontrollierst deine Stimme, deinen Gesichtsausdruck, vor allem auch so in Zoom-Calls, ne? Du kontrollierst deinen Blickkontakt und oft passiert das so sehr, dass du komplett verpasst, was dein Gegenüber gerade sagt. Und dann heißt es, du hörst nicht richtig zu oder dann hast du das Gefühl, du könntest nicht richtig zuhören. Kein Wunder. Also wenn jetzt sehr vieles davon zutreffen würde und du keine Diagnose hast, natürlich muss das jetzt nicht heißen, dass du Autismus oder ADHS hast oder ADHS. Es ist auch immer die Frage, wie sehr es vielleicht normale Anpassung ist auf gewisse soziale Situationen. Ein Richtwert zur Unterscheidung vielleicht. Masking ist gegenüber Anpassung extrem anstrengend und hat einen sehr, sehr großen Impact auf unsere körperliche und seelische Gesundheit. Also wenn du, wie ich, seit Jahren oder Jahrzehnten seltsame Symptome mit dir herumträgst, für die es nach zig Untersuchungen und Therapien keine Erklärung oder Besserung gibt, maybe it's Masking oder Trauma oder beides. Darum ist es immer wichtig, wenn es geht, das alles mit Fachpersonen anzuschauen. Und noch zur Erinnerung, es ist nicht für alle Menschen safe, komplett und immer zu entmaskieren. Schau immer bei dir selbst, wo du das tun kannst und auch möchtest. Es gibt keinen Zwang oder richtig oder falsch und es muss und darf in deinem Tempo geschehen. Falls du bis hierhin geschaut hast, Dankeschön. Und jetzt möchte ich von dir gerne hören, findest du dich hier wieder? Und wenn ja, wo? Gibt es vielleicht auch etwas, was jetzt nicht aufgetaucht ist auf dieser Liste, das du unbedingt ergänzen möchtest? Lass es mich gerne alles in den Kommentaren wissen. Like auch gerne dieses Video, schenk mir ein Abo und wenn du meinen Content hier noch zusätzlich zu allem unterstützen magst und kannst vor allem, dann werde gerne Channel Member und damit ein hochoffizielles mega buntes Brain. Hier hat es auch noch 2 weitere Videos zum Thema Masking, falls du da noch mehr eintauchen möchtest. Was auch immer du tust, danke, dass du hier bist und reingeschaut hast. Tschüss!